So waren wir völlig rücksichtslose Arschlöcher. Das klingt super. Also ich bin nach Berlin gekommen, als ich 19 war. Ich hatte Punk-Background, ich kam aus Basel, habe auch hier in Berlin im besetzten Haus in der Bülowstraße gewohnt und habe dann abends dieses Schaufenster mit diesem riesen gelben Licht gesehen und bin da reingegangen und habe dort eine Musik erlebt, die ich so nicht kannte. Und das war das Risiko, die Risiko-Bar. Das hat mich total fasziniert, weil es einfach eine sehr intellektuelle Musik auch war, weil es einfach nicht nur Punk war, also nicht nur um Alkohol, Party und Destruktion ging. Und da wollte ich irgendwie dabei sein. Und bin dann darüber dabei gewesen, dass ich angefangen habe, diese Sachen zu filmen. Wir haben aus diesem Material eine Auswahl getroffen, die wir heute Abend so aufführen, dass der ganze Raum nur aus den Bildern und des Sounds der 80er besteht. Ich habe von 83 bis 86 im Risiko gearbeitet. Im Risiko war doch auch Glixer an der Theke, oder? Ja. Wir haben eigentlich die Samstagsschicht gemacht zusammen. Alles klar. Hauptsächlich. Ja, so lange wie er gearbeitet hat. Er hat, glaube ich, 85 aufgehört zu arbeiten, hat sich dann ganz seiner Karriere gewidmet, weil dann ging es ja richtig aufwärts mit den Neubauten. Ja. Da musste er nicht mehr im Risiko arbeiten, Geld verdienen. Und das war lustig. Eigentlich habe ich ja den Job durch ihn bekommen, glaube ich. Er meinte, du kannst hier im Risiko arbeiten. So, ja, mal sehen. Ich denke, der Grund, warum ich K7 gegründet habe, war auch eindeutig ein Konzert, das ich von den einstürzenden Neubauten gesehen habe. Ja. Ich war für mich einfach gesagt habe, da muss ich was mitmachen. Bitte mein Ego, 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 bitte mein Ego. Was man einfach in diesem Material noch sieht, ist, wie die Band damals wirklich auf der Bühne Musik geschrieben hat. Also es war die Stücke, man sieht richtig, dass die Stücke auf der Bühne entstanden sind und einfach so eine musikalische Synapsenbildung da stattgefunden hat. Ja. Das ist meiner Meinung nach eines der Highlights. Also als ich das Konzert auch zum ersten Mal ganz gesehen habe, hatte ich also wirklich auch Gänsehaut. Es ist auch genauso Nick Cave, den ich unheimlich intensiv finde in dieser Zeit. Und man muss ja auch ein bisschen sehen, damals gab es noch kein Internet, damals gab es noch kein YouTube. Das heißt, was damals passiert ist, ist wirklich nur auf diesen Bühnen passiert. Und da waren vielleicht 200-300 Leute davor. Also ein Konzert in der Music Hall, Birthday Party in der Music Hall, fand ich super. Nick von der Bühne und hat Leute gewürgt. Und Tracy Pugh, der damalige Bassist, der ist dann auch mal ins Publikum mit seinem Bass und hat Leute vermöbelt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat es gezeigt. Und einfach vielleicht, um darzustellen, dass er sich jetzt so fühlt. Nicht schlecht, ein Original. Wow. Das ist sogar noch so tolle Inlays drin. So Sachen. Geil, ne? So fotokopiert. Ja. Super, ne? Ja. Der Hammer, oder? Nicht schlecht. Schätze. Und Tapes hast du auch mitgebracht. Vivian Lunch live. Vivian Lunch live? Ja, 1985. Mit was für einem Gerät wurde das dann mitgeschnitten? So ein Walkman oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, nicht von mir mitgeschnitten, aber ich habe die Kassette geschenkt bekommen von einem Mitbewohner von ehemaligen. Nicht schlecht. Ja, aber die ist lustig, weil eigentlich sind die Sachen, die sie sagt zwischen Stücken, viel lustiger als die Sachen, die sie singt innerhalb der Stücke. Die Leute konnten auch auf einem wesentlich unstrukturierteren Level performen und das hat auch eine höhere Kreativität gegeben, weil die halt einfach gesagt haben, geh mal auf die Bühne und probieren was aus.
Aber die kleineren Bands haben eigentlich damals den Sound der 80er definiert und haben experimentiert, weil er eben noch gar nicht vorgegeben war. Und wie die Leute da mit Sounds umgehen und wie sie Produktionen machen, ist nochmal ganz innovativer, weil es undefiniert ist. Das alles, was dramatisch war, wurde künstlich hergestellt. Ja. Durch wahnsinnigen Drogenkonsum, extremen, und eben immer wach bleiben und dann durchdrehen, ja, weil man in diesem sehr weichen Berliner Bett war, ja, wo ja alles easy war eigentlich, ja, und man schön die Mauer um sich hatte, die man ja null gemerkt hat. Also ich habe das gar nicht registriert, überhaupt keine Gedanken verloren, nur an uns selbst gedacht und nicht an die Zukunft.